Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Begleitet uns in diesem Video nach Herten, dem Stadtteil Alt-Westerholt und dem Landschaftspark Duisburg-Nord. Wir sind bei unseren Freunden Kerstin und Jörg in der nordrhein-westfälischen Stadt Herten zu Besuch und die beiden haben für uns heute eine gemeinsame Führung durch den historischen Stadtteil Alt-Westerholt gebucht. Regelmäßig finden diese interessanten Führungen durch den historischen Ortskern statt, bei denen Besucher mehr über die Geschichte, Architektur und das Leben in den früheren Jahrhunderten erfahren können. Die alte Kapelle wurde erstmals im Jahr 1310 urkundlich erwähnt und diente ab dem 15. Jahrhundert als Pfarrkirche für die Gemeinde. Alt-Westerholt zählt zu den eindrucksvollsten historischen Ortskernen in der Region und ist ein mittelalterliches Juwel im Ruhrgebiet. Mit seinen verwinkelten Gassen und liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern bietet der Ort ein einzigartiges Zeugnis westfälischer Geschichte und Baukunst. Alt-Westerholt ist bekannt für seine rund 60 denkmalgeschützten Fachwerkhäuser, die größtenteils aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen. Die Gebäude sind liebevoll restauriert und zeugen von der Handwerkskunst vergangener Zeiten. Besonders auffällig sind die kunstvoll geschnitzten Balken, historischen Inschriften und die harmonische Anordnung der Häuser entlang der kopfsteingepflasterten Gassen. Die Ursprünge Westerholts reichen bis ins 9. Jahrhundert zurück und der Ort wurde erstmals im Jahr 799 als Besitz der Abtei Werden urkundlich erwähnt. Im Zentrum der historischen Entwicklung steht das Schloss Westerholt, das im 12. Jahrhundert als Wasserburg errichtet wurde und später zu einem repräsentativen Herrenhaus im klassizistischen Stil umgebaut wurde. Bis heute ist es im Besitz der Familie von Westerholt und prägt das Ortsbild maßgeblich. Das Herrenhaus beherbergt heute das Schlosshotel Westerholt, das Gästen ein stilvolles Ambiente mit historischem Flair bietet. Die Tour endet wieder am Startpunkt bei der Pfarrkirche San Martinus, deren Ursprünge bis ins Mittelalter zurückreichen. Mit den Rädern fahren wir jetzt über hervorragend ausgebaute Radwege, die heutzutage auf die stillgelegten Bahnstrecken der alten Zechenbahn durchs gesamte Ruhrgebiet führen. Unser Ziel ist die Halde Hohe Wart, die von Jörg liebevoll Monte Schlacko genannt wird. In den 80er Jahren kam es in Herten zu Protesten, die sich unter anderem gegen den starken Schwerlastverkehr richteten, der täglich durch die Wohngebiete rollte, um den Abraum zur Halde zu transportieren. Heute ist sie ein eindrucksvolles Symbol für den Strukturwandel der Region, vom industriellen Zentrum zur grünen Freizeit- und Kulturlandschaft. Mit einer Höhe von rund 152 Metern zählt sie zu den höchsten künstlichen Erhebungen im Ruhrgebiet und umfasst eine Fläche von etwa 160 Hektar. Wir erreichen das erste beeindruckende Schachtgerüst der Zeche Ewald, das wie ein Mahnmal an vergangene Zeiten in den Himmel ragt. Die Zeche Ewald steht heute für Transformation und Zukunftsorientierung. Wir besuchen noch das Besucherzentrum Hohe Wart auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald. Interessant ist hier die sogenannte Montankabine, ein Umkleideraum, der an die Arbeitswelt der Bergleute erinnert.
Durch den Schlosspark führt unser Weg vorbei am Wasserschloss Herten direkt zum leckeren Abendessen im Gasthof Altes Dorf. Heute fahren wir zum Landschaftspark Duisburg Nord. Der Landschaftspark ist ein Paradebeispiel für die kreative Umnutzung industrieller Brachen. Auf dem Gelände des ehemaligen Hüttenwerks Meiderich, das von 1901 bis 1985 in Betrieb war, entstand ab den 90er Jahren ein einzigartiger Park, der Industriekultur und Natur und Freizeit auf faszinierende Weise miteinander verbindet. Nach der Stilllegung des Werkes entschied man sich gegen den Abriss der Anlagen. Stattdessen wurde das Areal zu einem öffentlichen Raum umgestaltet, der die industrielle Vergangenheit nicht versteckt, sondern inszeniert. Was einst ein Ort von Feuer, Rauch und Stahl war, ist heute ein grünes Refugium und die Natur hat sich das Gelände auf eindrucksvolle Weise zurückerobert. Moose und Birken wachsen auf Hochöfen, Vögel nisten in alten Rohrleitungen und Teiche füllen ehemalige Klärbecken. Diese Industrienatur ist kein Zufallsprodukt, sondern Teil eines ökologischen Konzepts, das den Wandel sichtbar und erlebbar macht. Der begehbare Hochofen 5 ist das Herzstück des Parks. Alles ist sehr beeindruckend und man stellt sich die Frage, wofür wohl all die Rohrleitungen waren. Über 252 Stufen gelangt man zur Aussichtsplattform in 70 Meter Höhe. Von hier oben bietet sich ein spektakulärer Blick über das westliche Ruhrgebiet. Bei klarer Sicht bis zum Gasometer Oberhausen oder dem Rhein. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und würden uns über ein Abo von euch sehr freuen. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video auf diesem Kanal.